Ja, wir haben in ganz verschiedenen Bereichen neue Funktionen reingebracht. In einen unserer neuesten Domänen, ins Infotainment-Testing, haben wir vor allem die Smartphone-Integration als ganz, ganz neues Feature. Das heißt, man kann mit ISU-Testsätze die Smartphones von iOS und Android fernsteuern. Das heißt, man kann Gesten simulieren, man kann mit dem Gerät interagieren, aber wir können auch die Anzeige sozusagen in den Testfall als Bild oder in die Analyse als Video reinstreamen und können dort dann zum Beispiel auch unsere neuen Videoanalysen nutzen. Da haben wir ganz performante Lösungen geschaffen für die Videoanalyse, dass wir neben zum Beispiel auch einen rein pixelgenauen Abgleich auch Feature Detection als Algorithmen nutzen, sodass wir wirklich das Smartphone als Gerät, aber auch als Quelle für Videobild richtig, richtig gut integrieren können in den Testfall. Als weitere Schnittstelle im Infotainment-Bereich haben wir das Diagnostic Log and Trace Protokoll eingefügt. Das ist gar nicht nur für den Infotainment-Bereich relevant, wird in vielen anderen Plattformen auch verwendet, zum Beispiel bei der Genivi-Plattform oder auch für Adaptis und Classic Autosar. Ist da im Endeffekt ein Logging-Protokoll, was recht informell auch funktioniert. Das heißt, in ISU-Test können wir auch in dem Verbose-Mode können wir auf die Größen zugreifen, auf die Botschaften zugreifen. Das heißt, man kann aus der Genivi-Plattform den DLT-Viewer kann dort Filter erstellen und in ISU-Test diese direkt nutzen als Testgrößen oder in der Analyse. Das heißt, wir können auch die DLT-Files aufzeichnen. Und zusammen mit dem Smartphone DLT, da eigentlich haben wir die wichtigsten Schnittstellen, die uns noch so gefehlt haben für das Infotainment-Test mit integriert und haben jetzt, denke ich, eine richtig gute Lösung geschaffen. Genau, und ich glaube, eine weitere Schnittstelle, die unglaublich wichtig werden wird, ist FMI, Functional Mockup Interface. Da geht es darum, dass man sozusagen das Modell als Binärcode zusammen mit einer XML bundelt und dieses Bundle kann man jetzt eben sehr gut integrieren in ECU-Test und dadurch eben testbar machen. FMI ja auch ein Standard, der jetzt von Hunderten von Tools schon unterstützt wird und insofern eine sehr coole Sache. Und nicht nur bei FMI wird es in Zukunft auch darum gehen, ein Stück weit mehr Richtung Co-Simulation zu gehen. Momentan haben wir ja gefühlt zwei Zeitenmodi, einerseits eben Modellzeit zu verwenden, andererseits Zeit in ECU-Test. Und wo wir ein Stück weit hingehen wollen, ist eine lockerere Kopplung zwischen den beiden hinzubekommen, sodass man das Modell nicht immer anhalten und stoppen muss und stattdessen eben so einen Stream von Zeitstempeln hat, sodass ECU-Test trotzdem locker synchronisiert wird. Ja, beides eine richtig gute Voraussetzung, dass wir auch das virtuelle Testen dann auch in skalierbare Umfelder bringen können. Wir haben jetzt auch ISU-Test im Docker-Container sowohl für Windows als auch für Linux zur Verfügung. Und das greift natürlich alles gut miteinander ein, dass wir die ganze Testausführung dann auch parallelisieren können. Ich glaube, das ist insbesondere ein Aspekt aus dem szenarienbasierten Testen. Dabei geht es ja insbesondere darum, da gibt es ja dieses zentrale Testartefakt, das Szenario. Und was wir jetzt geschaffen haben mit ECU-Test 2023 ist es eben, dass wir in Testguide eine Szenarienverwaltung drin haben, eine Szenariendatenbank, die es eben möglich macht, gemeinsam an Szenarien zu arbeiten. Das heißt, ich kann Szenarien hochladen, kann die attributieren, Metadaten anreichern und kann in ECU-Test jetzt Workflows ermöglichen, dass ich beispielsweise nach Szenarien filter, nach gewissen Aspekten mir die runterziehe und die dann direkt in meiner Testumgebung auch habe. Ja, wie du schon sagst, sind vor allem Workflows, die damit vereinfacht werden, die beschleunigt werden können. Das heißt, aktuell mit den Tools Virtual Test Drive und CarMaker haben wir da halt wirklich integrierte Workflows zwischen Testguide, ISU-Test, die hoffentlich auch die Arbeit beschleunigen und vereinfachen. Initial sind wir wirklich angefangen mit 100% Remote-Arbeit. Ich glaube, da haben auch ziemlich viele dann gemerkt, dass das Zwischenmenschliche dann am Ende doch gefehlt hat. Und infolgedessen sind wir dann zu einer Mischlösung jetzt auch übergegangen, haben dann mehrere Präsenztage in der Woche, die wir hier vor Ort sind. Und ich glaube, das tut auch allen gut. Ja, ich glaube, wir waren halt auch ziemlich gut aufgestellt vorher schon, ne, bevor die alle ins Homeoffice gegangen sind. Also wir haben sehr viel online, sehr viel digitale Tools. Wir haben die Atlassian Toolchain mit Jira, die wir nutzen, und Confluence, unsere CI, es läuft alles schon in virtuellen Umgebungen. Wir nutzen Zoom. Ich denke, das funktioniert, das hat auch sehr, sehr reibungslos funktioniert. Und was wir jetzt halt dazugelernt haben, ist, wie man kreative Arbeit auch machen kann. Also wie kann man Workshops gestalten, wie können wir da auch Ergebnisse rausbekommen. Und ich glaube, da haben wir echt dazugelernt, was funktioniert, was auch nicht funktioniert. Und was eigentlich das Schöne ist, dass wir das auch nicht nur intern gemacht haben, sondern dass wir das auch auf unsere Kunden übertragen konnten. Also wir haben jetzt tatsächlich auch mehrere Workshops mit Kunden gehabt, was vorher gefühlt undenkbar war. War eigentlich immer nur vor Ort und man musste zum Kunden. Das ist jetzt eigentlich gar nicht mehr so. Wir hatten mehrere erfolgreiche Workshops, wo wir wirklich mit Kunden gemeinsam online gearbeitet haben, Lösungen erarbeitet haben und vorangekommen sind.
Ich bin auch echt wirklich insgesamt sehr begeistert, wie gut es funktioniert und hätte nicht gedacht, dass es so gut klappt. In Bezug auf Kunden fällt mir da noch ein, dass der Verkauf an Lizenzen durch Dongles ein Stück weit ersetzt wird durch Floating-Lizenzen, was ja auch dem Aspekt genügend Rechnung trägt, eben Social Distancing zu wahren. Ja, also jede Menge, aber was heraussticht, denke ich, ist, dass wir die vielen Einzelbausteine, die wir jetzt über das Jahr geschaffen haben, dass wir die zu Workflows zusammenstecken wollen. Einer der wichtigsten Aspekte für uns, Martin hat es vorhin schon gesagt, mit dem ganzen virtuellen Testen, mit dem parallelisierten Testen, dass wir eine Lösung, integrierte Lösung aus Testguide und ISU-Test schaffen wollen, wo wir verteilt Testaufträge nicht nur ausführen können, sondern auch verwalten können. Da geht es ja um mehr, als dass es nur Testfälle gibt, die irgendwo ausgeführt werden müssen. Es gibt mehrere Plattformen, es gibt mehrere Cloud-Umgebungen, es gibt aber auch Hilfefarmen, wo wir Sachen ausführen wollen. Die müssen wir managen, die müssen wir verwalten, die ganzen Testaufträge und die Artefakte dahin bekommen und dann möglichst effizient das Ganze ausführen. Und wie gesagt, was ausgeführt wird, sind ja mehr als nur Testfälle. Das sind ja zum Beispiel auch, wir hatten es vor uns, die Szenarien, die vor allem im ADAS-Bereich als wichtiges Artefakt ist. Auch die kommen dort mit rein, werden verteilt und können mitgenutzt werden. Genau, und wo du den Aspekt gerade reinwirfst, Szenarien, auch da ist uns was aufgefallen. Du hast ja auch schon von Workflows gesprochen. Da ist uns aufgefallen, dass wir da noch gefühlt einen Bruch teilweise drin haben. Denn es fehlt noch irgendwie so ein Werkzeug, mit dem es dann möglich wird, mit den Szenarien auch in der Art und Weise zu interagieren, wie man das braucht. Also, dass man ein Werkzeug hat, mit dem man das Szenario runterladen kann und dann auf einfachste Art und Weise beispielsweise eine Trajektorie verändern kann, mit den Parametern arbeiten kann und dann eben doch wieder zu einem Szenario kommt, was man dann weiter verarbeiten kann, zum Beispiel in der Testautomatisierung. Und da planen wir ein Tool in die Richtung. Ich will den Übergang machen mit den Szenarien, ne? Ja, versuch mal. Ich versuch dann mal. Ich freue mich über alles, was sich da lässt. In die Richtung. Was denn? Ja. Das war's. Das Verbs und Non-Verbs im Testfall in der Trace-Analyse. Scheiße. Da ist er. Kam doch noch raus. Er hat sich seinen Rücken hart verpackt. Durchaus möglich.